Servus Leute, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ja, jetzt im März ist auch noch eine super Zeit, um neue Gehölze im Garten auszupflanzen. Die wachsen jetzt in den nächsten Wochen schon prima ein und wenn es dann im Sommer richtig heiß wird, haben sie schon bereits ein paar Wurzeln im Mutterboden. Und ja, einer dieser Sträucher, die ich euch unbedingt empfehlen möchte für die neue Gartensaison, falls ihr den noch nicht habt, ist die Kornelkirsche. Diese Kornelkirschen hier auf dem Hof meiner Eltern habe ich gemeinsam mit meinem Vater vor über 15 Jahren gepflanzt. Wir wollten damals eine Wildgehölzhecke, haben zum Beispiel auch Schlehen und Holunder hier angepflanzt und Sanddorn. Und die Kornelkirschen sind immer noch da und sie sehen einfach die ganze Gartensaison hindurch toll aus. Jetzt im Frühling starten sie schon mit ihren gelben Blüten, sind eine super Alternative zu den Forsythien. Im Sommer haben sie dann ihre Früchte und im Herbst kriegen sie auch noch eine tolle Herbstfärbung. Aber seht selber, was die Kornelkirsche alles kann. Kleiner Zeitsprung, so sieht das im August aus, wenn bei uns die Erntezeit für die Kornelkirschen beginnt. Die Kornelkirsche wird hier in Österreich auch als Dirndlkirsche, Dirndlstrauch oder einfach kurz nur Dirndl bezeichnet. Und ein weiterer deutscher Name wäre zum Beispiel noch gelber Hartriegel. Denn die Kornelkirsche ist botanisch betrachtet nicht mit den eigentlichen Kirschen verwandt, sie ist kein Rosengewächs, sondern ein Hartriegelgewächs und gehört auch zur Gattung der eigentlichen Hartriegel, ihr botanischer Name Cornus Maas. Wir haben die Wildform der Kornelkirsche gepflanzt, aber eine tolle großfrüchtige Sorte für den Ertrag wäre zum Beispiel Schönbrunner Gourmet-Dirndl. Vielleicht habt ihr die Früchte schon mal roh versucht, sie schmecken ziemlich sauer, nur wenn sie ganz dunkel sind, fast schon schwärzlich, kann man sie roh einigermaßen verzehren. Da sie aber dann auch schnell verderben, sammelt man für die Ernte dann auch die halbreifen Früchte, die so mittelrot sind und gerade so für die Weiterverarbeitung, zum Beispiel zum Brennen oder auch zum Einkochen von Marmeladen, Konfitüren, Gelee, sind auch die Mittelreifen durchaus gut geeignet. Und ja, mein Lieblingsverwendungszweck Dirndlmarmelade nach alter österreichischer Rezeptur. Besonders schön sieht bei uns in der Wildgehölzhecke die Kombination aus Schlehe und Dirndlkirsche aus, da die Schlehen mit ihren dunkelblauen Früchten einfach einen tollen Kontrast machen. Die Schlehen lassen wir zum Beispiel komplett den Vögeln und Wildtieren. Sie sind wirklich kompliziert in der Weiterverarbeitung und auch bei den Dirndlkirschen darf der hinternachreifende Teil für die Vögel an den Sträuchern bleiben. Jetzt sind wir im Herbst angelangt, Oktober, und ihr könnt die Kornelkirschen in der Wildhecke wieder super identifizieren wegen ihrer rötlichen Herbstfärbung. Sie färben sich vergleichsweise langsam, darum hält sich die Herbstfärbung mindestens 2 Wochen. Und ich finde, das sieht einfach auch auf eine sehr subtile Art und Weise schön aus. Bedingt eignet sich die Kornelkirsche zum Beispiel auch für den Hühnergarten oder den Hühnerauslauf. Die Hühner lieben es im Herbst im Laub zu scharen. Sie sollten allerdings im Sommer nicht zu viele Früchte fressen und damit auch Kerne schlucken, denn das belastet ihren Kropf- und Verdauungsgang nur unnötig. Und bei der Frage, ob die Kornelkirsche giftig ist, also die Früchte natürlich nicht. Die Pflanze selber ist allerdings leicht giftig, auch wenn man immer wieder etwas anderes liest. Das ist auch typisch für die Gattung Cornus und ja, es gibt eben allergische Reaktionen bei manchen Menschen auf die Blätter, wenn sie diese berühren. So, vom Herbst springen wir jetzt wieder in die Echtzeit, in den März. Und ja, eben auch im März sind die Kornelkirschen super in der Wildgehölzhecke ausmachbar, weil sie als einziges Gehölz schon jetzt blühen. Leuchtend gelb hier in der Morgensonne, ich finde das einfach traumhaft. Ein einzelner Kornelkirschenstrauch kann viele tausend Blüten bilden, da sie ja sehr klein sind, stehen sie in vielblütigen Dolden beisammen und vergrößern so ihre Fernwirkung. Bei uns blühen die Kornelkirschen fast immer ab Ende Februar und haben ihre Hauptblütezeit im März. In Südeuropa, wo sie auch sehr beliebt sind, oder ebenfalls auch in der Türkei, blühen die Kornelkirschen wirklich im Winter. Und in ganz kalten Gebieten kann es sein, dass sich die Blütezeit bis in den April hinein erstreckt. Schon mein Großvater war Imker und auch mein Vater führt diese Tradition jetzt fort. Wir haben einige gesunde Bienenvölker auf dem Hof, was natürlich auch
wichtig ist, da wir Obstbau betreiben. Und ja, für die Bienen sind die Kornelkirschen einfach eine der wichtigsten frühblühenden Gehölze. Sie finden an den Blütenständen nicht nur Pollen, sondern bekommen auch einiges an Nektar. Und ja, das ist einfach wichtig, dass die Bienen im Verlauf des Frühlings ihren Pollen und ihren Honig nicht nur von einzelnen Kulturpflanzen, wie zum Beispiel den diversen Apfelsorten, die wir haben, zusammenstellen können, sondern eben auch verschiedenste Gewächse als Nahrungsgrundlage zur Verfügung haben. Denn so ist der Honig auch gehaltvoller und die Bienen bleiben eben einfach besser ernährt und gesünder. Besonders in den Jahren, wenn die Kornelkirsche eher spät blüht, kann ich immer wieder auch Wildbienen an ihr beobachten. Also sie ist nicht nur was für unsere kultivierten Honigbienen. Ja, und das wollte ich euch auch mal zeigen. Eine geschnittene Kornelkirschenhecke in Innsbruck. Die Kornelkirsche ist ausgesprochen schnittverträglich und wenn man sie wenigstens einmal im Jahr schneidet, wird sie zu einer sehr dichten Hecke, die dann gerade durch diesen Schnitt und den damit einhergehenden dichten Wuchs auch ein super Brutplatz und Versteck für Vögel ist, vor allem wenn dann das Laub dran ist. Und ja, was man hier auch gut sieht, trotz der regelmäßigen Schnittmaßnahmen gibt es immer noch einige Blüten an der Hecke und somit ist die Kornelkirschenhecke allemal besser als zum Beispiel eine Buchsbaumhecke oder eine ganz langweilige, stinkende, giftige Thuja-Hecke. In den Beschreibungen zur Kornelkirsche steht immer, sie wird auch ein kleiner Baum, nicht nur ein großer Strauch. Und ja, ein besonders altes Exemplar steht im Botanischen Garten Innsbruck, den ich immer gerne wieder für Vergleiche besuche. Leider wurde das Exemplar dort ziemlich gestutzt, weil es zwischen zwei Wegen steht. Aber man sieht, dass sich 3 Äste des Strauches zu stammartiger Dicke entwickelt haben. Wenn man einen wirklichen Baum von der Kornelkirsche will mit geradem Stamm, so wie hier, dann muss sie veredelt sein. Dieser Baum steht jetzt zum Beispiel in einem der Stadtparks in Innsbruck und wurde wirklich gezielt als über 2 Meter hoher Stammbaum gepflanzt. Sehr interessant, die Blüten kommen dann auch direkt aus dem Stamm noch raus und daran sieht man eben eigentlich, dass es im Prinzip ein Ast von einem Strauch ist, der zu einem Baum gezwungen wurde. Aber es sieht cool aus und es klappt und solche Kornelkirschenbäume überleben dann auch trotz Veredelungsstelle und können sehr alt werden. Ja, oft verwechselt wird die Kornelkirsche ja auch mit der Forsythie, wie eingangs schon von mir erwähnt. Und darum hier natürlich auch der direkte Vergleich für euch. Also so nebeneinander kann man sie eigentlich kaum verwechseln, da die Forsythie ja deutlich größere Einzelblüten hat und diese auch so typisch vierzählig, ja wie ein Quadrat vom Umriss her schon doch recht prägnant sind. Auch ist die Forsythie für Insekten nahezu wertlos, insbesondere wenn man sie mit der Kornelkirsche vergleicht. Auch die Zaubernuss blüht sehr früh im Jahr und wird immer wieder mit der Kornelkirsche verwechselt, weil es auch viele gelb blühende Sorten gibt, aber bei genauerem Betrachten auch hier wieder diese bandartigen Petalen, die sich auch einrollen können bei der Zaubernuss, sind eigentlich schon ziemlich prägnant. Auch startet die Blütezeit der Zaubernuss deutlich früher. Wirklich exakt zeitgleich blüht die Glockenhasel oder Scheinhasel Corylopsis und die stammt ursprünglich aus China, ist ein eher klein bleibender Strauch, der mit der Zeit ziemlich reichblühend ist und was mir halt an der Scheinhasel gut gefällt, obwohl es ein Strauch ist, der in Europa so nicht vorkommt, ist dieser Strauch wirklich sehr insektenfreundlich. Also ohne Übertreibung, ich sehe ähnlich viele Wildbienen, Hummeln und Honigbienen an der Scheinhasel wie auch an der Kornelkirsche und das betrifft auch andere Arten der Gattung Corylopsis, da gibt es ja mehrere. Also mal ein fremdes Gewächs, das auch viel Gutes hat. Danke fürs Zuschauen und schreibt mir von euren Erfahrungen mit der Kornelkirsche.